Hallihallo und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Hausflipper-Video. Heute würde ich euch ganz gerne einmal zeigen, wie genau ich die Umbauten hier gerade mache und zum Beispiel die Maße nehme. Hier habe ich zum einen, das ist mein zukünftiges Zuhause und mein Projekt für diese Woche, wollte ich, dass die neue Tür genau mittig ist und auch die Fenster immer im exakt selben Abstand sind. Und deswegen bin ich hier hingegangen, habe meinen Farbroller genommen und habe hier abgemessen. 1, 2, also gezählt. Das sind 10. Dann sind das wieder 10 und so weiter, damit das immer genau denselben Abstand hat. Und dasselbe habe ich tatsächlich auch hier drin gemacht. Ich gehe einmal rein, ihr seht schon einen Sneak Peek von meinem Haus. Hier drin an den Fenstern habe ich das zum Beispiel auch gemacht. Da habe ich jetzt schon etwas überstrichen oder vielmehr gependelt, keine Ahnung. Und wer das so nicht machen möchte oder noch etwas genauere Maße braucht, kann das zum Beispiel auch mit gewissen Hilfsmitteln machen, wie zum Beispiel diesem Laser hier. Den habt ihr ja schon ganz oft in meinen Videos gesehen. Den benutze ich tatsächlich immer ganz gerne, um Sachen gerade auszurichten. Im Garten ist das immer sehr, sehr hilfreich. Aber was ich jetzt auch noch nicht allzu lange habe, sind diese Ruler, also diese Lineale. Die sind absolut genial. Und das ist tatsächlich ein Workshop-Item. Davon gibt es ganz viele verschiedene. Und hier, das ist total cool. Das ist nämlich genau 100 Zentimeter. Also könnt ihr das aber auch sehen. Ihr könnt das auch so immer abzählen. Okay. Theoretisch so immer abzählen, weil das genau 4 solcher Bahnen sind. Ich suche mir gerade mal eine Stelle, wo wir Bahnen haben. Hier. Jetzt da drauf gehe. 1, 2, 3, 4. Denn jede dieser Bahnen sind 25 cm. Das heißt, du hast bei 4 Bahnen genau 100. Das passt dann auch immer genau zwischen die Türen theoretisch. So, weil das ja auch 4 Bahnen sind. Ich habe gerade tatsächlich versucht, diese Dinger auch nur halbwegs mittig zu stellen. Weil 4 einfach nicht hinpassen, brauche ich ein Maß. Das hatte ich jetzt schon, weil ich unten etwas ausgemessen habe und wollte mir jetzt noch eins holen. Und dazu wollte ich euch jetzt einmal zeigen, wie das geht. Ich gehe einfach in den Workshop und brauche einfach eine Ruler eingeben. Hier hast du jetzt verschiedene Varianten, die du nutzen kannst. Ich benutze gerade tatsächlich den Horizontal. So. Und den drehe ich jetzt auch extra so rum und dann gucke ich, dass es genau an der Wand ist. Und gucke, dass das irgendwie mittig hinpasst. Das wäre jetzt genau bei 55. Das hier ist nicht ganz bei 60. Ich würde das jetzt einfach mal so machen. Ja, so gefällt mir das schon besser. In etwa. So, jetzt habe ich ganz, ganz oft schon Fragen selber bekommen, aber auch in unserer Facebook-Gruppe gelesen, dass Leute immer wieder fragen, wie benutzt man Workshop-Items? Wie füge ich Workshop-Items hinzu? Jetzt habt ihr ja gerade schon gesehen, ich habe hier oben diesen Tag, das ist der für die Renovierung, das ist für die Dekoration, der Garden, das habt ihr nicht, wenn ihr das Garden DLC nicht habt. Und das sind eben die Workshop-Items. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob ihr diesen Tab habt, wenn ihr keine Workshop-Items dabei habt bisher. Aber ich hatte ihn automatisch. Ich habe aber auch sofort, als die Funktion rauskam, noch bevor ich das Spiel damals gestartet habe, direkt Workshop-Items geladen. So, jetzt möchte ich euch einmal zeigen, wie eben genau das geht. Und dafür wechseln wir jetzt einmal in die Einstellung zu meinem Steam. Ich bin jetzt hier schon auf der Hausflipper-Seite und habt ihr hier unten ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und da gehen wir jetzt einfach auf Workshop. So, hier sehen wir jetzt auch schon verschiedene Items. Und auch hier so ein Battleline so. Total coole Sachen sind dabei. Und hier könnt ihr jetzt entweder in der Suchleiste was eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal Ruler ein, weil wir das gerade benutzt haben.
oder irgendwas anderes. Und dann seht ihr hier unten diese kleinen X jetzt zum Beispiel. Mache ich das einfach wieder. Also ich habe jetzt unsubscribed und dann kann ich einfach nur in dieser Übersicht drauf auf dieses X gehen und subscribe wieder. Gehe dann hier rein. Und hier kannst du dann auch ein paar Infos dazu sehen, wenn dann was dazu geschrieben wurde. Oder ein Vorschaubild. Du kannst sehen, von wem es ist. Alles Mögliche. Und genau das wird jetzt halt in Hausflipper hinzugefügt. Ich gehe jetzt einmal zurück. Was ich immer ganz gerne mache, ist, ich gehe hier unten rein, gehe auf Most Recent, weil ich ganz, ganz unglaublich viele Sachen habe. Und weil du so noch nicht diese Funktion, dieses Plus hast, gehe ich dann hier auf See All. Ihr seht, das sind 19.609 Items. Jetzt sind ganz schön viele. Und wenn ihr jetzt auf See All geht, könnt ihr das jetzt ganz einfach so machen. Ich füge jetzt einfach mal ein paar hinzu. Ich muss sie auch unbedingt mal ganz aussortieren. Ah, das ist cool. Da muss man die nicht alle einzeln in den Vorratsschrank räumen. So, bevor ich damit jetzt aber weitermache, gehen wir jetzt einmal wieder rein zu Hausflipper. Ihr könnt jetzt hier oben gleich sehen, wie ein Item hinzugefügt wird, insofern es dann passiert. Da steht schon New Item Downloaded. Und so könnt ihr das jetzt immer wieder sehen. Da passiert es gleich wieder. Ihr könnt jetzt natürlich gucken. Ich habe jetzt gerade sehr viele angeklickt, das heißt, es wird ein bisschen schwieriger. Und auch die Suche ist jetzt etwas schwieriger. Finden könnt ihr die entweder mit den entsprechenden Namen, die das Produkt hat. Ich gehe nochmal kurz zu meiner Steam-Overview rüber. Entweder mit diesem Namen oder halt generelle Namen, wie jetzt in dem Fall würde ich einfach Can eingeben und dann kriegst du ganz viele ausgegeben. Hier bin ich jetzt gerade die Closets am hinzufügen, das dauert einen Moment. Und das sieht dann aus, als würdet ihr etwas für Hausflipper selbst runterladen. Das seht ihr dann auf eurer Download-Seite. Ich schaue mal, ob ich euch das gerade zeigen kann. Wahrscheinlich nicht. Doch, da könnt ihr sehen, dass ihr das jetzt alles immer wieder zieht. Da ist es jetzt auch fertig. Das heißt, wenn ich jetzt wieder zurück zu Hausflipper wechsle, jetzt einfach mal, ich könnte da jetzt Cans eingeben. Da werden mir die neuen Cans auch schon angezeigt. Ich bin gerade total fasziniert. Ah, cool. Wirklich cool. Und auch die Closets sind jetzt drin. Da sind sie auch schon. Finde ich wirklich, wirklich cool. Hat was. Und so, das ist es auch schon. So fügt ihr ein eigenes Workshop-Item zu. Oder eigenes, ihr wisst, was ich meine. So einfach kann es sein. Und jetzt könnt ihr alle Workshop-Items benutzen. Mein Workshop ist tatsächlich sehr, sehr voll. Ich habe in allen Varianten schon etwas. Ich glaube, ich habe 18.000 wahrscheinlich von den Items, die sind, habe ich auch wirklich hier drin. Ich unsubscribe immer wieder, wenn ich merke, irgendetwas funktioniert nicht, dann nehme ich das raus oder irgendetwas, was ich nicht benutze, nehme ich raus. Manchmal, nicht immer. Ich habe auch einfach, teilweise gehe ich einfach nur durch die Recent Updates und dick subscribe alle, nur damit ich alles habe und dann kannst du immer mal wieder von allem was auswählen. Die Sortierung funktioniert in etwa, so Pi mal Daumen, so wie bei uns. Das hier, Interior Design wäre quasi wie dieser Tab hier, Renovation wäre wie dieser Tab hier und dann hast du da halt den Garten. So kann man auch ohne das Garten-DLC zu haben etwas im Garten machen. Rasenmähen habe ich schon mal gezeigt, wie man sowas mehr oder minder machen kann. Und ja, so messe ich quasi aus. So. Und ich bin immer noch nicht ganz zufrieden damit. Ich werde da noch dran arbeiten. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie ich meine Abmessungen hier mache. Zum Beispiel, als ich versucht habe, hier die Türen mittig zu setzen, habe ich den Laser benutzt, habe den da hingesetzt. Das hat auch super geholfen. Ich benutze immer grundsätzlich Farbe, um die Reihen genau zu markieren, um dann halt sehen zu können, ah, okay, da ist das exakt mittig.
So, hier unten sieht man das nämlich auch sehr gut. Ich bin noch am Überlegen, wie ich da die Fenster setzen soll. Da ist es auch exakt gleich geworden. Und ja, da bin ich noch am Überlegen, wie ich die Fenster setze, aber da habe ich halt auch schon die Messungen gemacht. Wenn ihr sehen wollt, wie das Ganze im Endeffekt aussieht, dann solltet ihr euch mein Video über die Hausrenovierung anschauen. Das verlinke ich euch natürlich mal. Und ich sage jetzt Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und seid artig. Ciao!